heutigen Folge von PS-Speicher TV dreht sich alles um die Farbe Rot, um Blaulicht, darum, schwere Dinge nach oben zu heben. Wir reden über Feuerwehren. Und beim Thema Feuerwehr kommt man um die Marke Magirus einfach nicht drum herum. Wir gehen zurück in die 1960er Jahre auf einen Magirus Jupiter RKW 10. Und wenn wir in Einbeck über Feuerwehren sprechen, dann kommen wir um einen Mann nicht drum herum, und zwar um Friedel Oppermann. Ehemaliger Kreisschirmmeister des Landkreises Nordheim, langjähriger Ortsbrandmeister und Ehrenaktiver im PS-Depot LKW und Bus. Hallo Friedel. Ja, schönen guten Tag. Friedel, ich habe es schon gesagt, wir stehen vor einem Magirus Jupiter. Korrekt. Was genau verbirgt sich dahinter? Ja, das Fahrgestell ist von Iveco Magirus, früher Brandschutztechnik, auch heute noch, gebaut auf ein Jupiter-Fahrgestell, 170 PS. Wir sehen, es ist ein Feuerwehrfahrzeug, es ist ein RWK 10, das heißt Rüstwagen 10. Die 10 steht für Kran-Hublast. Also ich kann mit diesem Kran 10 Tonnen heckseitig anheben. Dieses Fahrzeug wurde hauptsächlich für die Berufsfeuerwehren gebaut, in größeren Städten, wo Straßenbahnen laufen. Denn wenn eine Straßenbahn entgleist, musste die Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr, kommen und musste dann diese Straßenbahn wieder ins Gleisbett hängen. Der Wagen hat eine Höchstgeschwindigkeit von ungefähr 63 km/h, also für die richtigen Notfälle, für den Brandfall nicht so geeignet, sondern eher tatsächlich für Bergearbeiten. Wenn Lasten zu heben sind oder umgefallene oder umgekippte LKWs aufzurichten, das kann man alles mit so einem Fahrzeug machen. Es sind natürlich Ausrüstungsgegenstände da drin mit Seilen. Wir können auch ziehen. Und zwar haben wir ein Spill eingebaut. Dieser Spill ist im Heckseitig eingebaut und man kann das Seil umschlingen, um die Rolle, um den Spill sagt man dazu. Und dann kann man auch Lasten ziehen. Hinzu kommt ja noch, so ein Feuerwehrwagen ist nie Stangenware, sondern immer eine Spezialanfertigung. Wie viele wurden vom RKW 10 gefertigt? Also es ist schwer zu sagen, also 15, ne, schätze ich mal. Denn ich weiß, dass noch ein RKW 10 in Höxter bei der Feuerwehr vorhanden ist, als Oldtimer. Und da habe ich auch einige Informationen her. Denn die Elektrik, die war nicht in Ordnung und laut Schaltplan von Höxter, der uns zugesandt wurde, haben wir dieses Fahrzeug wieder mit Kranbetrieb und Spielbetrieb wieder einsatzfähig gemacht. Danke, Friedel. Gern geschehen. Und den Kran gucken wir uns jetzt mal ganz genau an. Dafür müssen wir aber hinter den Magirus. Klaus ist Ehrenaktiver hier im PS-Speicher. Klaus, wir haben in Einbeck keine Straßenbahn, aber einen großen Kanister mit Löschmittel. Der muss da jetzt weg. Und da kommst du ins Spiel. Wie genau gehst du vor? Stefan, das ist ganz einfach. Ich werde jetzt den RKW 10 starten, den Jupiter, und den Nebenantrieb einschalten. Dieser Nebenantrieb betreibt den Stromerzeuger, der hier fest eingebaut ist in dem Fahrzeug, weil unser Kran nur mit Strom betrieben wird, mit elektrischer Energie. Also hier gibt es keine Hydraulik oder sonstige Sachen, nur elektrische Energie. Das ist auch ein Novum, würde ich mal sagen. Dann, wenn der Stromerzeuger eingepegelt ist auf seine 50 Hertz Netzfrequenz, kann ich den Kran bewegen. Ich werde den Kran rumschwenken hier hinten her und ihn so weit steil aufrichten, dass ich die Last senkrecht nach oben ziehen kann. Und dann kann ich sie ohne Probleme zur Seite rausschwenken. Das sind ja nur 500 Kilo. Da kann ich sogar darauf verzichten, die Stützräder hinten auszufahren, weil 500 Kilo bei 10 Tonnen, die er könnte, sind nichts. Ich könnte dann rein theoretisch mit der Last auch fahren. Der Magirus ist nur einer von knapp 30 Feuerwehrfahrzeugen hier bei uns im Depot LKW und Bus. Wenn ihr noch ein bisschen mehr über das Fahrzeug erfahren wollt und sehen, was er noch kann, dann kommt einfach vorbei. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge PS-Speicher TV.